Ich beleuchte für euch heute mal die zwei mit Abstand erfolgreichsten Tinder-Profile. Hi, ich bin Christian und ich bin professioneller Dating-Coach und Pickup-Artist. Und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren auf Tinder sehr aktiv und habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe alle möglichen Arten von Bildern ausprobiert, von Profilen etc. Und dabei sind mir im Laufe der Jahre zwei Profiltypen aufgefallen, die extrem effektiv sind, die alle anderen bei weitem in den Schatten stellen. Und die möchte ich euch jetzt hier in diesem Video mal vorstellen. Das ist zum einen das super sympathische und warmherzige Profil. Ihr seht hier mal ein Beispielbild. Ja, dieses Profil macht aus, dass es ein Bild ist, was super warmherzig wirkt. Es wirkt einfach nur wie eine große Umarmung. Und das ist das, was wir dabei erzielen wollen. Also Voraussetzung ist es, ein super warmherziges, schönes Lächeln zu haben. Und durchaus auch eine Umarmung, wie man in diesem einen Bild hier sieht, oder so ausgestreckte Arme, was ein wenig so das suggeriert. Oder auch ein Bild mit Tieren. Ich habe einen guten Freund, der so ein Profil aufgebaut hat, wo er einen Babyelefanten irgendwie gerade gestreichelt hat. Oder wenn ihr Bilder habt mit einem Hund, einer Katze und ihr wirkt super warmherzig und habt ein super sympathisches und ehrliches Lächeln darauf. Das ist ein sehr starkes Profil, Leute. Warum ist das ein sehr starkes Profil? Das ist so, weil natürlich viele Frauen auf der Suche sind nach einem guten Partner mit guten Beziehungsqualitäten. Und ein Mensch, der sehr empathisch ist, der sehr warmherzig wirkt etc., ist sehr attraktiv. Also lasst euch da nichts einreden von anderen Coaches, die dieses pure Alpha-Getue euch einreden wollen. Es ist nicht so. Warmherzigkeit ist und bleibt sehr, sehr attraktiv. Und ihr müsst dieses Profil auf die Spitze treiben. Also ein normales Lächeln reicht nicht. Ja? Normale Gesichtsausdrücke, wo ihr nett wirkt, reicht nicht. Es muss wirklich wie eine große Umarmung wirken. Ich habe hier Beispiele für euch. Ein warmherziges Lächeln, ein echtes Lächeln, kein Fake-Lächeln. Man merkt den Unterschied, gute Belichtung etc., warme, helle Farben. Und dann ist das so, dass wenn die Frau swiped, ihr positiv herausstecht. Und das wollt ihr. Kommen wir nun zum anderen Profiltyp. Das ist das genaue Gegenteil. Das Fuckboy-Profil. Das Fuckboy-Profil ist genauso effektiv wie das sympathische Nice-Guy-Profil, performt allerdings komplett anders. Ihr müsst euch vorstellen, Frauen denken in Schubladen. Das ist mir in den letzten Jahren, in denen ich das mache, oder Jahrzehnten mittlerweile schon, immer wieder aufgefallen. Frauen denken extrem in Schubladen. Entweder ihr seid für eine Beziehung oder ihr seid für einen One-Night-Stand. Es gibt wenig dazwischen. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, was im Alltag uns aber immer wieder begegnet bei Frauen. Oder dieses Schubladendenken. Beim einen habt ihr also die Kategorie Beziehung. Ja? Beim anderen gehen wir auf die Kategorie der Frauen, die einfach nur Sex sucht. Die gibt es bei Tinder und das sind nicht wenige. Insbesondere in Deutschland und in anderen emanzipierten Ländern würde ich schätzen, dass die Quote der Frauen, die einfach nur nach Sex sucht, bei ungefähr 50% liegt. Was schon brutal ist, finde ich. Und natürlich ist es immer auch so etwas wie Angebot und Nachfrage. Und eine Frau, die wirklich einfach nur nach Spaß, nach Sex sucht, wird ein super sympathisches Profil nicht liken. Denn sie möchte ja gar keine Gefühle, sie möchte ja gar keine Liebesgefühle aufbauen zu einem Mann, keine Beziehung. Vielleicht hat sie erst gerade eine Beziehung hinter sich und möchte einfach nur etwas Spaß und den Ex-Partner vergessen etc. Für diesen Typ Profil brauchen wir also das genaue Gegenteil. Sympathische Bilder wären nicht gut. Das bauen wir nicht, sondern wir bauen ein Profil, was super maskulin und dominant wirkt. Ja, ihr seht hier diese Muskelbilder bei mir. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich durch das viele ins Fitnessstudio gehen auch so einen Körper habe, dass ich das so präsentieren kann. Nichtsdestotrotz seht ihr einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, einen maskulinen Gesichtsausdruck, einen dominanten Gesichtsausdruck. Und genauso bauen wir dieses Profil. Da hat Tiefe und Warmherzigkeit etc. nicht so viel zu suchen. Damit würdet ihr euren Erfolg sogar schmälern. Also wir treiben das ins Extrem. Ja? Die Ergebnisse von diesem Profil sind komplett anders. Ihr habt deutlich weniger Matches. Ja?
weil wir es natürlich auf die Spitze treiben mit dem Ganzen. Die Frauen, die euch liken, haben allerdings eine völlig andere Dating-Qualität, sage ich mal, oder Sexqualität, als die Frauen, die ihr mit dem anderen Profil liked. Wenn ihr also ein Match habt mit so einer Frau, ist die Chance sehr hoch, dass ihr direkt mit ihr in die Kiste steigen könnt. Und bei mir ist das zum Beispiel so, um einfach mal ehrlich das zu berichten, dass ich ungefähr einmal im Monat ein so hochwertiges Match mit einer Frau habe, dass ich mich einfach direkt mit ihr zum Sex haben treffe. Und da muss ich nichts für machen. Wir haben dieses Match, wir schreiben 20 Nachrichten, dann kommt die Frau zu mir nach Hause und wir haben Sex und das war's. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn das ist, was man sucht. Man muss keine Ressourcen reinstecken, keine Zeit, keine Energie, kein Geld. Der Nachteil ist, dass man mit so einem Typ Profil wahrscheinlich eher weniger seine Traumfrau finden kann. Wie ist das bei mir gewesen? Wie ist meine persönliche Entwicklung gewesen? Das ist vielleicht auch sehr interessant. Ich bin schon immer als Kind und auch als Jugendlicher ein sehr, sehr lieber Typ gewesen. Ich bin sehr brav gewesen in der Schule, habe mich an Regeln gehalten und so weiter. Und die ersten Jahre habe ich natürlich auch keine Ahnung gehabt, wie so ein gutes Profil überhaupt funktioniert, habe mich irgendwo im Mittelfeld aufgehalten, was mein Profil angeht und mäßige Erfolge gehabt. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass diese super warmherzigen Bilder extrem gut performen. Ja? Sei es mit Tieren, dieses warmherzige Lächeln, dass ihr damit deutlich mehr Matches habt. Dann kam bei mir auch noch dazu, dass ich dann irgendwann bei der Polizei war und mal Uniformbilder ausprobiert habe. Und auch das ist ein sehr spannendes Ergebnis. Nämlich hat man mit Uniformbildern 10-mal mehr Matches als mit Nicht-Uniformbildern. Das hatte mich damals total überrascht, zeigt allerdings, wie relevant dieser soziale Status einfach ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit Anzugbildern etc. auch gut funktioniert. Also mit Dingen, wo man eben sozialen Status verkörpert und eine gewisse Männlichkeit. Also das mal am Rande. Nun ist das allerdings so, dass ich als Dating Coach, als Pickup-Artist immer erfolgreicher und besser geworden bin im Laufe der Jahre und immer mehr Frauen und Dates haben konnte. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass es so viele Matches und Dates waren, dass ich das gar nicht mehr handeln konnte. Hört sich bescheuert an, ist allerdings die Wahrheit. Und ich habe mittlerweile keine Lust mehr, jeden Tag auf ein Date mit einer Frau zu gehen. Weder habe ich eben die Lust, noch habe ich die Zeit, noch habe ich das Geld, um jeden Tag auf ein Date zu gehen. Und nicht immer ist man auch mental selber an dem Punkt, überhaupt nach einer Beziehung zu suchen. Dementsprechend bin ich im Laufe der Jahre immer mehr weg von diesem sympathischen Profil, vom sympathischen Nice Guy Profil zum Fuckboy Profil gegangen und habe das ganz bewusst so aufgebaut und habe Tiefe rausgenommen aus meinem Profil, obwohl ich ein sehr tiefgründiger Mensch bin. Und wenn ich auf die Dates gehe mit eben solchen Frauen, dann spiele ich auch einen sehr viel oberflächlicheren Mann, als ich wirklich bin. Ich spiele ihnen wirklich diesen Fuckboy vor, in den die sich gar nicht so wirklich verlieben können, der aber super attraktiv ist, der super dominant ist etc. und mit dem die Frauen nur Sex haben wollen. Und davon kann man dann vollkommen profitieren und eine gute Zeit haben. Ich muss allerdings auch mal ehrlich das Ganze einordnen für euch. So ein Profil, so ein Fuckboy-Profil funktioniert nicht für jeden. Es funktioniert nur, wenn man wirklich diese starken maskulinen Charakteristiken hat, wie zum Beispiel diese Muskeln. Ja? Muskeln kann natürlich jeder sich trainieren. Ja? Jeder kann ins Fitnessstudio gehen, so wie ich, und kann sich das aufbauen und kann sich dann so ein Profil bauen, was dann wirklich funktioniert. Und wenn ihr dann eben etwas über dem Durchschnitt ausseht und so ein Profil daraufhin optimiert, dann könnt ihr, wie es bei mir eben der Fall ist, sagen wir einmal pro Monat Sex haben, ohne überhaupt irgendetwas dafür zu leisten. Genau, das ist das Gesamtergebnis. Das heißt, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ihr müsst allerdings auch dieser Typ Mann sein. Und wenn ihr dieser Typ Mann jetzt überhaupt nicht seid, dann kann ich euch das auch nicht empfehlen, sondern dann baut lieber dieses super sympathische Nice Guy Profil. Aber macht nicht den Fehler, dass ihr euch zu sehr versucht, in der Mitte aufzuhalten. Ja? Treibt es ruhig etwas mehr auf die Spitze, als ihr es eigentlich wolltet, weil ihr müsst euch überlegen, es gibt so viele Männer da draußen. Eine Frau, die swiped, hat so viel Auswahl, dass sie komplett erschlagen ist. Und ihr müsst herausstechen. Ihr müsst durch irgendetwas herausstechen. Sei es durch unglaubliche Warmherzigkeit, die ihr ausstrahlt, oder durch dieses Fuckboy-Profil,
was ihr ins Extrem treibt. Aber ihr müsst auffallen. Das ist das Wichtigste. I'm Christian, Empathic Pickup Artist.